Die Oasis Rallye, das ultimative Abenteuer in Nordafrika. Die Oasis Rallye, Mitte der 90er Jahre haben wir das Ganze angefangen. Anfang der 90er Jahre haben wir schon bereits das erste Mal mit KTMs in die Wüste gegangen und haben damals gemerkt, okay, das ist ein Betätigungsfeld, das einfach für Offroad-Fahrer ein Traum ist. Ja. Oasis Rallye bedeutet aber nicht jetzt gleich eine Rallye mit allem Drum und Dran, sondern es soll ein Ausflug in die Wüste sein, wo man das Ganze einmal lernen kann, wo man ein bisschen reinschnuppern kann, ins Rotbuck fahren, ins Dünen fahren und das Ganze einfach stressfrei einmal durchgehen kann. Gleichzeitig macht man natürlich auch eine Wertung dazu für die was gern sehen, wie schnell sie haben. Die kriegen natürlich auch eine Zeitenliste dazu. Ja, also es ist schon so ein bisschen den Ablauf einer richtigen, organisierten, guten Rallye, mit allem mit dabei. Aber wie gesagt, das Ganze soll komplett ohne Stress laufen. Auch für die was sagen, ich will eigentlich nur ein bisschen durch die Dünen fahren und mir das Ganze von außen anschauen, haben wir genauso Platz. Das Wichtigste für einen Rallyefahrer ist natürlich das Rotbuckfahren. Rotbuckfahren ist das ABC in diesem Sport. Man fährt praktisch der vorgeschriebenen Route nach, die wo irgendwo vom Veranstalter mal gemacht worden ist. Und das ist schon etwas, was eine Zeit braucht, bis man reinkommt. Aber für alle, die das nicht mögen und sagen, ich will Spaß haben, wir machen eine GPS-Runde, also wo man nur den GPS-Pfeil nachfährt, fast so wie im Auto. Oder wer das alles nicht macht, man kann eine geführte Tour machen. Also fährt die gleiche Runde, wie die vorher die Rennfahrer gefahren haben, einfach als geführte Tour. Also wirklich Angst haben braucht keiner. Tunesien ist sowieso so ein schönes Platz. Man hat den Beginn der riesengroßen Sahara und trotzdem ist auf einer Seite von Norden nach Süden oben die Pipeline und oben um eine Asphaltstraße. Also es ist so ein bisschen in die Wüste reingefahren mit Netz. Ja, es ist noch nie einer drunten geblieben, also wir haben noch nie einen verloren. Ja, unser Programm ist relativ einfach. Wir geben jeden Tag Vollgas. Na, Spaß beiseite. Losgehen tut das Ganze auf der Insel Djerba. Ein Urlaubsparadies. Von da weg fahren wir mit den Geräten, also direkt mit den Motorradeln. Ein Stückchen über die Insel geht es Asphalt, dann wird es langsam schotterig, ein bisschen noch über den Berg drüber und immer mehr und mehr in die sandigen Pisten rein. Also wirklich ganz langsam einarbeiten und fahren dann rüber nach Dus. Dus ist die südlichste Stadt eigentlich, bevor die Sahara losgeht. Und da gibt es nette Hotels. Die ganze Tour ist so vorbereitet, dass wir jeden Tag natürlich wieder ins Hotel zurückkommen. Es gibt dann wirklich immer am Vorabend, am Abend die Besprechung des Tages und natürlich auch die genaue Erklärung, was am nächsten Tag einen erwartet. Wenn einer sagt, du, die 2 Tage waren mir aber jetzt viel, dann sagt er am 3. Tag, wisst ihr was, ich bleibe heute mal am Pool oder hau mich in die Sauna oder sonst wo hin. Also total stressfrei, jeder tut da wirklich genau so viel er sich selber zutraut und so viel er tun mag. Zur Vorbereitung von den ganzen Motorradln. Wir haben natürlich einen Mechaniker mit dabei, ja, also Mechaniker-Service. Heißt aber nicht, dass wir euch die ganzen Servicearbeiten annehmen, Luftfilter wechseln, tanken und so weiter und so fort. Müsst schon selber tun. Aber sollte es einmal einen Crash geben, sollte es einmal ein technisches Problem geben, das man als Laie nicht lösen kann, dazu sind dann unsere Mechaniker euch zur Seite. Eure Motorradler, die bringt ihr einfach zu uns hier nach Wiesing, Tirol, zu unserem Shop. Da werden sie dann verladen und runtergeschickt. Und da könnt ihr euch natürlich dann gleichzeitig noch einmal ganz genau informieren, was es an Bekleidung braucht, was es an sonstigen Rucksäck oder Vorbereitungen braucht. Also wir sind immer hier vor Ort und jederzeit bereit, euch zu informieren.